Herzlich willkommen zu diesem Video bei Silvi unterwegs. Ich möchte euch heute berichten von unserer 4-tägigen Fahrt, die wir zu dritt gemacht haben am langen 1. Mai-Wochenende. Wir hatten 4 Tage Zeit vom 1. bis 4. Mai und sind von Mainz bis kurz vor Koblenz gepaddelt. Aber jetzt geht's erstmal los mit Tag 1, Donnerstag, dem 1. Mai in Mainz. Wir sind mit der Bahn angereist, haben uns in Mainz am Kanuverein getroffen und dort gemeinsam aufs Wasser aufgesetzt. Hier ist Detlef zu sehen, unser Paddelfreund, und sonst noch mit dabei sind natürlich André und ich. Wie ihr sehen könnt, genießen wir das schöne Wetter hier. Es ist ja wirklich strahlender Sonnenschein. Es sind so 20, 25 Grad. Es ist also ein wunderbares Wetter für eine schöne Packraft-Reise. Ja, wir genießen das. Ihr seht, Detlef macht schon die Füße hoch. Wir haben einen wunderbaren Ausblick, entlang Mainz, dann entlang Wiesbaden und dann auch noch weiter bis hin nach Eltville sogar. Am Nachmittag hat dann die Sonne so stark geschienen, dass wir schon mit Kleidung, also Hut und so weiter, aktiv den Schatten gesucht haben. Das war aber nicht weiter schlimm. Meinen Hut habe ich auch immer mal nass gemacht, um etwas Erfrischung zu bekommen. Und ihr seht aber hier, mir geht's gut, ich habe Freude. Das ist ein richtig wunderschöner Paddeltag. Ja, in Eltville gab es noch ein Maifest, Weinfest, was auch immer. Wir haben dort kurz Halt gemacht, haben eine späte Mittagspause dort eingelegt. Es gab leckere Eclairs und noch Quiche, noch ein Getränk dazu, und dann haben wir die letzten gemütlichen 4 Kilometer von Eltville bis zum Campingplatz nach Hattenheim zurückgelegt. In Hattenheim kann man an dieser NATO-Rampe anlanden. Die ist nur so vielleicht 200 Meter weg vom Campingplatz. Und hier seht ihr auch schon, wie wir am Campingplatz unser Lager aufgebaut haben. Ist noch alles recht quer, feldein verstreut. Aber so ist es halt, wenn man aufbaut. Und der Campingplatz in Hattenheim war leider relativ teuer. Beim nächsten Mal würde ich wahrscheinlich eine andere Übernachtungsmöglichkeit suchen. Weiter geht's, da sind wir schon am Tag 2 und unsere heutige Etappe haben wir von Hattenheim bis nach Oberwesel geplant. Hier könnt ihr das auch auf der Karte sehen, und das Highlight heute ist die Fahrt durchs Binger Loch. Aber erstmal geht's los wieder am Campingplatz. Wir räumen alle unsere Sachen zusammen. Der Detlef ist ganz fix dabei und hat schon sein Zelt am Rad gepackt. Hier steigen wir dann wieder ein an der NATO-Rampe, wo wir auch gestern ausgestiegen sind. Wir lassen uns Zeit morgens, damit wir auch nichts vergessen, und machen unser Gepäck in Ruhe am und im Boot fest, damit nichts passieren kann, wenn wir auf dem Wasser unterwegs sind. Los geht's! Zu Beginn dieser Tagesetappe genießen wir erstmal die angenehme Strömung und auch wieder das sonnige und noch angenehm warme Wetter. Ja, es ist wirklich ein schöner Freitag, auch wieder deutlich ruhiger auf dem Wasser als gestern, wo noch viele Jetskis, Sportboote, DLRG-Boote und so weiter auf dem Wasser waren. Heute ist es da schon deutlich ruhiger.
Und ja, es ist sehr angenehm für uns zu paddeln. Die Strömung unterstützt uns sehr. Wir müssen gar nicht viel Energie aufwenden. Es ist richtig, richtig schön heute. Hier sind wir jetzt kurz vor Bingen und machen nochmal eine kurze Pause auf dem Wasser, lassen uns mal treiben, um noch etwas, ja, die Kräfte zu sammeln. Die Wasserschutzpolizei ist auch schon da, schaut auf der Ferne nach uns, hat aber ja anscheinend keinen Grund, uns allzu nahe zu kommen. Finden wir natürlich sehr gut. Ja, und so geht's weiter dann und in Kürze erreichen wir das Tageshighlight, das Binger Loch. Bekannt ist das Binger Loch dafür, dass es sehr schnelle Strömungen gibt, dass es auch ein paar Querströmungen, unschöne Strudel geben kann und natürlich dadurch, dass es so eng ist dort im Mittelrheintal, muss man auch sehr darauf achten, ja, dass man nicht den Binnenschiffern in die Quere kommt, denn die haben natürlich Vorfahrt. Hier könnt ihr jetzt mal vergleichen. Ich fahre jetzt an einer normalen Boje vorbei. Und hier dann schon die nächste im Binger Loch. Ihr seht, das geht richtig, richtig schnell voran. Da geht ordentlich und richtig schnell das Wasser an den Bojen vorbei. Das heißt, wir haben eine sehr starke Strömungsgeschwindigkeit. Und ja, da wir rechts der Schifffahrtsrinne fahren, relativ nah am Rand, müssen wir auch immer auf Querströmungen von Buhnen und anderen Sachen, ja, Felsen und so weiter achten im Wasser. Hier sind wir dann auch schon in Assmannshausen, das heißt, da ist das Binger Loch schon vorbei. Und wir wollten eigentlich eine schöne Pause machen, aber wir haben auf der rechten Seite keinen netten Ausstieg gefunden. Und so sind wir dann einfach immer weiter gepaddelt und weiter und weiter und weiter, haben einfach den ganzen Vormittag und Mittag noch die schöne Landschaft genossen, weiterhin die flotte Strömung, was natürlich auch Spaß gemacht hat. Und ja, so war es einfach schön, dass wir an diesem Tag sehr gut vorangekommen sind und ja, immer auch was Hübsches zu gucken hatten. Und natürlich haben wir auch darauf geachtet, dass wir keinem Binnenschiffer in die Quere kommen und dass wir die Wellen hinter den Binnenschiffen auch immer ja, gut nehmen konnten. Wenn ihr auch mal diese Strecke fahren wollt, durchs Binger Loch und vielleicht auch weiter durch die Loreley, kann ich euch nur stark empfehlen, macht das entweder mit jemandem, der die Strecke gut kennt, oder wenn ihr den nicht dabei haben könnt, dann informiert euch wirklich intensiv vorher über die Tücken und Risiken, die an diesem ja, Mittelrheinstück auftreten könnten. Eine gute Informationsquelle ist das DKV Flusswanderbuch Deutschland oder auch die Canua-App. Dort stehen zahlreiche Hinweise drin, wo man am Mittelrhein, wann, auf welcher Seite, wo genau des Rheines fahren soll. Es stehen auch gute Ein- und Ausstiegsplätze dabei. Und ja, habt auf jeden Fall unterwegs immer eine Karte dabei. Ich habe das auch gerne mal ausgedruckt dabei, nicht nur als Canua-App. Und ja, dann weiß ich einfach jederzeit, wo ich bin und was mich in Kürze auf dem Wasser erwarten kann und sage das natürlich meinen Mitpaddlern auch, damit wir gemeinsam die schwereren Passagen meistern können. Hier seht ihr, dass wir schon wieder im Genießermodus sind. Ja, einfach mal die schöne Strömung genießen, den leichten Wellengang, der hinter den großen Schiffen herkommt. Ja, und den Sonnenschein auch mal genießen. Ja, das Wasser sieht zwar etwas trüber aus mit der Kamera gefilmt, aber ist jetzt für den Rhein gar nicht so schlecht gewesen. Also man konnte durchaus ja, einen halben Meter reingucken. Nur für die Kamera ist das natürlich immer etwas schwerer aufzufangen.
Ich finde das immer ganz schön, hier an den Berghängen auch mal die Weinhänge zu sehen. Und ja, natürlich am Wegesrand auch die schönen Burgen und Schlösser und auch das eine oder andere Örtchen. Wir sehen jetzt hier den Ort Kaup mit der recht bekannten Burg, die normalerweise im Wasser steht, dank des heutigen Niedrigwassers zurzeit halt nicht. Und in Kaup haben wir auch schon fast unser Tagesziel erreicht, denn schwuppsdiwupps sind wir in Oberwesel, sind im Biergarten und ich lasse mal meine Kameraassistenten unser Camping-Setup filmen. So genau, weil der Detlef das nicht richtig macht, mache ich das jetzt mal. Wir zeigen jetzt hier mal die Schlafsetups. Hier schläft ein Detlef. Beschwert sich aber über das Gelb an unseren Booten, dass es Augenkrebs verursacht. Ich weiß ja nicht, die grüne Isomatte. Ja, ich hätte die Läuft. Farbe nicht gewählt, Läuft. aber es gibt bei Exped nur diese Farbe von vielen Gründen. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Längsfüllung in der Matte besser ist oder eine Quer. Hier gibt es auch ein ganz tolles Setup. Ja, bei euch. Ja? Das Ich frage mich jetzt aber, warum hier nur ein Schlafsack drin liegt. Ah, das sind zwei aufeinander. Also hier liegen zwei Schlafsäcke, aber hier liegt noch eine Isomatte und ein Kopfkissen. mal hier. Und hier schlafen dann ganz super toll zwei Leute. Seitenschläfer mit Thermarest. Und morgen früh haben wir dann gleich den Blick aufs Wasser. Den Rest des Abends genieße ich liegend auf meinem Boot mit einem schönen Ausblick auf die Burg. Ja, das war's schon vom heutigen Tag. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr dürft gerne kommentieren, abonnieren, liken, was auch immer. Und ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video wieder reinschaut, wenn es heißt Silvi unterwegs. Danke und tschüss.